Willkommen zu Frequent Trader TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Themen, die ich für euch vorbereitet habe, sind einmal die neue Sicherheitstür vor der Sicherheitstür, vor dem Cockpit im Flugzeug. Southwest hat ein Flugzeug ausgeliefert bekommen, aber entscheidet selbst. Condor-Chef fordert Absenkung der Ticketsteuer, das heißt, der nächste pfeift in dasselbe Horn. Lufthansa und die EU-Auflagen, Slot-Freigaben in Zürich. Da gibt es ein Thema. Ryanair hat ja eine Fangprämie für Leute, die mit zu schwerem Koffer, zu großen Koffer gehen. Aber schaffen sie sich damit vielleicht nicht gerade selber die Probleme? Hyatt hat eine Promotion, 20.000 Bonuspunkte für Hyatt Regency, die ich super mitnehmen kann. Finnair Avios Sale, 50% Bonus bis zum 17.09. Besprechen wir, ob sich das lohnt. Und wir haben Shell, die haben Miles & More 25% Meilenbonus beim Punktetransfer. Heißt also da mal Augen auf, ob sich das lohnt für den einen oder anderen. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen, aber auch zu kommentieren oder eventuell auf School zu kommen und da dann in der Community eure Themen besprecht. Ja, die neue FAA-Vorschrift, die Cockpit-Sicherheitszone zu vergrößern, ist bei Southwest Airlines als erste Fluggesellschaft umgesetzt worden. Und zwar die FAA schreibt für neue Flugzeuge eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme vor, eine physische Barriere zwischen Cockpit und Passagierbereich. Ihr seht ja, wie das gerade ausschaut. Southwest Airlines reagiert und stattet ihre 737 MAX mit einer stabilen Falltür aus, die temporär beim Verlassen des Cockpits durch einen Piloten aufgestellt wird. Wobei das natürlich nicht ganz so stimmt, das muss Cabin Crew machen, weil wenn er die Tür aufmacht, ist die Tür auf, dann macht das zweite Ding keinen Sinn, aber okay. Das ist so, dass es Ziel ist, diese Falttüre, damit das Cockpit zu schützen, wenn der Pilot in der Galley steht oder aber auf die Toilette möchte. Die FAA sagt Folgendes dazu: Kein Pilot sollte sich Sorgen machen müssen, dass ein Passagier in das Cockpit eindringen könnte. Ja, und diese Regel ist natürlich eine späte Konsequenz von 9/11, wo natürlich welche ins Cockpit gelangt sitzt. Umsetzungsfrist ist bitte bis Mitte 2026. Die EASA, die hat da gar nichts dazu gesagt, dass man das auch machen sollte, aber die hat dazu eine Orientierungshilfe. Und zwar, eine Absperrung sollte ein gewaltsames Eindringen mindestens 5 Sekunden verzögern, ohne den Blick in die Kabine wesentlich einzuschränken. Und jetzt seid ihr natürlich gefragt, da ist eure Meinung gefragt, neue FAA-Vorschrift Cockpit-Sicherheitszone bei Southwest. Findet ihr die neue Cockpit-Barriere im Flugzeug sinnvoll oder ist das nur Bürokratie ohne echten Sicherheitsgewinn? Da bin ich mal gespannt auf eure Anmerkungen. Wer auch Anmerkungen macht, ist Peter Gerber. Das ist ja der CEO von Condor. Er sagt, dass die Steuer weg muss bzw. abgesenkt werden muss, die Ticketsteuer. Und der Staat bekommt damit jährlich 2 Milliarden Euro. Und eine Rücknahme im Mai 2024 der erhöhten Steuer ist nicht geplant. Und obwohl sie im Koalitionsvertrag der CDU und der SPD, muss man auch CSU sagen? Ja, irgendwie schon, ne? CDU, CSU und dann SPD, das eigentlich im Koalitionsvertrag reingeschrieben hatten. Und die negativen Folgen für den deutschen Luftverkehrsstandort, das ist das, wo Peter Gerber vorwarnt. Sein Zitat: Die Kostenbelastung für Airlines ist in Deutschland im europaweiten Vergleich übermäßig hoch. Seit 2019 haben sich die Luftverkehrssteuer, Luftsicherheits- und Luftflugsicherheitsgebühren mehr als verdoppelt. Vor allem die Flugsicherheitsgebühren um 40%. Gerber fordert, dass Ticketsteuer müssen mindestens um die letzte Erhöhung nach unten korrigiert werden. Und außerdem wirft er der Lufthansa wettbewerbsfeindliches Verhalten vor. Faktisch nutzt die Lufthansa ihre marktbeherrschende Stellung aktuell aus, um den Wettbewerb im Luftverkehr zu behindern. Jo, da gibt es dann auch wieder das nächste Thema, und das ist ja Lufthansa mit dem Slot. Und zwar die Lufthansa EU-Auflagen, Slotfreigaben in Zürich. Im Rahmen der Übernahme vor 20 Jahren verpflichtet sich ja Lufthansa zur Übergabe von Slots in Zürich für neue Strecken, zum Beispiel Boston oder Johannesburg. Aber bis jetzt hat kein Wettbewerber diesen Slot beansprucht. Und obwohl nur eine E-Mail anscheinend nötig ist, ich weiß nicht, wie der Prozess, ob man schreiben muss, hier, hurra, ich will oder so, keine Ahnung. Aber für den Sommerflugplan 2026 wurden die Slots erneut angeboten. Ausnahme: Die EU hat im November 2024 erlaubt, dass die Verpflichtung für Zürich-Stockholm, Zürich-Warschau fallen zu lassen, unter anderem wegen dem Austritt von SAS aus der Starlines.
Weiterhin verfügbar sind Slots zur Verbindung aus Zürich nach Frankfurt, München, Düsseldorf, Berlin, Wien, Kopenhagen und an beiden Enden durch Lufthansa-Slots gesichert. Und warum will ich seit 20 Jahren keiner haben? Warum nutzt deiner Meinung nach kein Wettbewerber die frei gewordenen Slots in Zürich? Ist das irgendwie Desinteresse oder gibt es Druck von Lufthansa? Ich weiß es nicht. Ich will ja keine Verschwörungstheorie hier verbreiten. Also deshalb, ich weiß nicht, ob da Carsten S. mit der Knarre steht und sagt, was, wer, du schreibst die E-Mail. Nein, ich weiß es nicht. Also was ist eurer Meinung nach das Thema, warum das unattraktiv ist? Ryanair sagt, dass ihre Fangprämien unattraktiv waren und erhöht diese. Die UFO-Gewerkschaft warnt vor der Eskalation und es wird ja auch gesagt, dass die Ryanair-Leute sich die Probleme natürlich damit selber ins Haus holen. Denn ab dem November 2025 wird die Prämie für das Aufspüren von zu großem oder zu schwerem Handgepäck von 1,50 € auf 2,50 € erhoben und dann auch ohne Monatsdeckelung. Es gab da wohl anscheinend eine Monatsdeckelung. Und Ziel ist halt schnellere Boarding-Prozesse durch konsequente Durchsetzung der Gepäckregeln. Aber die UFO, also die sind da wirklich gegen, weil die sagen, sie verderben die Stimmung schon vor dem Start, wenn man ohnehin gestresste Passagiere angeht. Joachim Vasquez, Bürger. Und man schafft sich seine Unruly Passenger selbst. Ryanair fordert ja bei Störung 500 € ans Geldbuß zielrechtlich ein und hat sogar Alkoholverbote an Flughäfen angeregt. Die Lufthansa hat keine Prämien. Die haben natürlich diese Kofferstasi. In Zürich habe ich sie gesehen, in Wien habe ich sie gesehen, in Frankfurt nur am Gate ab und zu mal. Aber Ziel ist es halt wirklich eine einvernehmliche Lösung bei der Lufthansa zu finden. Also das heißt, die sind da jetzt nicht so ganz so aggressiv wie die Ryanair und geben da Kopfgeld. Und wie ist das bei euch? Wie seht ihr das? Also wie findet ihr diese Snitch-Prämie oder diese Fangprämie oder wie man das nennen möchte? Bei Handgepäck, clevere Effizienzmaßnahme oder ist das halt eine unnötige Eskalation, weil man ja, wenn man beim Fliegen ist, schon bei der Sicherheitskontrolle gestresst ist, dann auch gestresst ist bei dem Thema Boarding, gestresst ist bei dem Thema Enge und so weiter und so fort, ist das einfach nur etwas, was noch mehr Stress bereitet. Ich bin mal gespannt auf eure School-Kommentare. Hyatt. Ja, Hyatt hat bis zu 20.000 Bonuspunkte für Hyatt Regency-Aufenthalte. Gültig nur für die Hotels in den USA. Sehr geil. Die Promotion startet am 3. September, quasi gestern. Dauert bis zum 23. November. Ich bin in den USA. Und maximal 20.000 Bonuspunkte kann man holen mit 10 Nächten. Also 2.000 Bonuspunkte pro Nacht. Ideal für Leute, die ohnehin Hyatt nutzen. Ich habe einige Nächte von Hyatt also Hyatt Hotels, so Hyatt House und so habe ich auf Regency geswappt, weil die Punkte nimmst du ja mit, weil 20.000 ist eine geile Freinacht. Sogar, wenn man es clever anstellt, können das sogar 4 Freinächte sein. Egal wie, ideal für Reisende, die Ride nutzen. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr von der Promotion haltet, ob ihr das euch für Deutschland auch wünschen würdet. Wobei ein Regency haben wir in Düsseldorf, wir haben in Köln Regency. Habe ich ein Regency? Mainz hat auch noch ein Regency, das Regency. Na, also insofern eventuell auch für Europa eine Maßnahme. Aber hey, warum Amerika nicht machen? Für mich passt es gerade super. Finnair hat auch eine Promotion, die passt für mich auch super, aber ich werde sie nicht wahrnehmen, sage ich euch direkt als Disclaimer, könnt ihr direkt sagen, oh what? Ja, ich erkläre euch warum. Also es gibt 50% Bonus auf den Avios-Kauf bis zum 17.09. Finnair verkauft diese. Preis bei 50% Bonus, 1,4 Eurocent pro Avios, ist kein Rekordpreis, ist okay bei Bedarf. Aber über British Airways können die Avios ja auch von Finnair zu anderen transportiert werden. Also wer bei Qatar oder sonst wo was sucht, kann das machen. Besonders interessant, wenn man kurzfristig British Airways oder Qatar-Flüge mit Avios buchen möchte. Heißt also, wenn ihr hier daran teilnehmen wollt, dann ja. Allerdings gab es da schon bessere Promotions und bessere Punkte-Deals. Ich warte, weil man ja pro Jahr nur einmal kaufen kann, die maximale Summe. Waren es 300.000? Ich kann euch die Summe aus dem Kopf nicht sagen, aber man darf es halt nur einmal machen. Wer von euch viel tankt in Deutschland, ist eventuell bei der Shell und der Aktionszeitraum ist bis zum 30. September und nur in Deutschland gültig. Wer mindestens 1500 Shell Club Smart Punkte zum Miles überträgt, erhält 25% Bonus. Normalerweise sind 2 Punkte eine Meile, aktuell sind 2 Punkte 1,25 Meilen. Maximale Umwandlung, da fängt man an zu stocken, ne? Das sind 100.000 pro Tag, 1 Million pro Jahr. Und natürlich müssen beide Namen in der ganzen Geschichte gleich sein.
Gutschrift kann bis 72 Stunden dauern. Der Bonus lohnt sich wirklich nur. Und da möchte ich euch wirklich vorwarnen, wenn ihr sagt, hey, hurra, mache ich. Und zwar, der Bonus lohnt sich nur, wo haben wir es denn hier? Wenn man ohnehin bei Shell tankt, aber No-Name-Tankstellen oder andere Tankstellen sind oft billiger. Ich selber, ich tanke in Deutschland gar nicht. Ich bin dazu selten. Ich hatte keinen Plan, wie das da ist. In Amerika könnte ich euch das erzählen. Aber in Deutschland leider nicht. Da könnt ihr mal schreiben, was ihr davon denkt, ob es sich überhaupt lohnt bei Shell. Ich erinnere mich nur früher, die hatten noch dieses komische, wie hieß das, diese 100-Oktan-Geschichte und so weiter. War einfach nur scheiße teuer und hat mehr Punkte gebracht, aber war am Ende wesentlich teurer. Ich weiß es nicht. Ihr könnt das ja für euch beantworten. Oder ist gut. Die Fragen des Tages nochmal für euch zusammengefasst. Einmal natürlich die Cockpit-Türe, die zweite, diese Falltüre. Macht die Sinn, macht die keinen Sinn? Ist das Bürokratie oder ein echter Sicherheitsgewinn? Dann haben wir noch das Thema mit den Zürich-Slots von Lufthansa, damals als die Swiss vor 20 Jahren übernommen haben, dass sie die Slots abgeben mussten. Da ist auch nicht mehr viel, was passiert ist. Warum will die keiner haben? Ist die Lufthansa da kniepig oder was ist da passiert? Und wir haben nochmal die Geschichte Ryanair, die Fangprämie. Ist das etwas, was Sinn macht oder ist das wieder nur Stress ohne Grund? Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt und was ihr dazu denkt. Denkt an den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen. Und dann sehe ich euch bei der nächsten Sendung. Also, bis dann. Ciao, ciao. Bin jetzt raus. Ach ja, hier. Bis dann.